Der Schiedsrichter hat einen Top gegeben, es war aber kein Top. Da war es eine Technik Linse dann. Wenn man zu früh gibt, dann gibt es einen Einspruch und dann hat man das ganze Prozedere. Es gibt immer wieder schwierige Entscheidungen zu treffen. Links an, links, rechts, links, rechts. Bist du der Dienstälteste bei der Steirer-Truppe? Das kann man sagen, ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Als Elternteil. Meine Tochter ist zu mir gekommen, wie sie 12 war und hat gesagt, du Papa, ich möchte Weltmeisterin werden. Im Klettern. Dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Müssen wir halt trainieren gehen. Dann hat sie 2 Jahre trainiert und dann ist ihr das gelungen. Dann ist sie Speed-Weltmeisterin geworden. Ich bin deswegen dabei geblieben, ganz einfach. Sowohl auf Erwachsenenseite als auch im Nachwuchsbereich. Die Wettkampfkletterer sind ganz einfach eine lässige Community, genauso wie am Felsen draußen. Ich finde einfach, die Kletterer sind einmal coole Leute. Wir sind sowieso in der Steiermark eine coole Truppe an Schiedsrichter. Eigentlich hat es damit angefangen, dass der Sohn klettert und wir mit ihm überall rumgefahren sind. Und eigentlich einer von den Schiedsrichtern, der Toni, gesagt hat, ihr seid ja überall unterwegs, wir haben zu wenig Schiedsrichter, wollt ihr nicht den Schiedsrichter machen? Gell? Die Kinder klettern Wettkampf und die Eltern bleiben dann biegen und machen das länger wie die Kinder. Also ich glaube, bei uns ist keiner, der wo die Kinder nicht im Wettkampf fahren und über die Schiene, über die Vereine und dann unterstützt man halt einmal, man wird einmal gefragt, ob man nicht auf Schiedsrichterbank sitzen möchte, wenn Not am Mann ist. Es macht Spaß und so bleibt man hängen. Hello everybody, welcome in Graz, nice to have you here again after 1 year of break. Beim Jugend-Europacup bin ich quasi die letzte Instanz als Jurypräsident. I think in this special case we find a solution together. Wenn es irgendeine Fragestellung gibt, muss der Coach zum internationalen Schiedsrichter kommen. It's allowed to use the personal brush, the small one, and the long one you get. It's much easier for us to disinfect the sticks. Do they take the photos from the first boulder too? Have another question? So you are the coach on Saturday and you are the competitor on Sunday. Yeah. We will have a problem. Yeah. Es ist immer am Anfang, bis das Ganze mal losstartet, ist ein bisschen schwierig. Und wenn es dann einmal läuft, läuft es. Aber jeder kann sich einen Boulder aussuchen, dann wird ein bisschen angeschaut, ob es noch Unklarheiten gibt für uns als Schiedsrichter. Und nach welchen Kriterien suchst du dir deinen Boulder? Heute noch durch die Reihenfolge haben wir den ersten, dass es schneller geht. Bei diesen Bouldern gerade es mit zur Aufgabe von uns, die Boulder mal auf Regelkonformität zu prüfen. Manche Sachen glaubt man, das dann einfach nicht zum Überwinden. Aber wenn es dann erklärt wird, was er sich dabei gedacht hat, dann funktioniert das auch meistens. Du hast sicher gesehen, wie wir jetzt beim Boulder gestanden sind, wie wir diskutiert haben, wie man da startet und so. Gell? Und dann kommt der Routenschrauber und dann fragen wir den. Und dann sagt natürlich einer, ja, er hat recht gehabt und der andere hat halt nicht recht gehabt. Wenn du heute eine Route hast und wir sind 5 Leute, gibt es halt 5 verschiedene Meinungen. Wir haben überlegt, wie sie das machen werden. Ja. Also gerade bei den Jugendlichen, denen folgt ganz schön einiges. Erste Reihe fußfrei bitte, weltbeste Kletterer zu sehen, das ist ganz einfach geil. Was die Leute zusammenbringen und wenn man sich selber zusteht, die Startpositionen anschaut und den Boulder anschaut, dadurch, dass wir selber auch klettern, ist das irrsinnig lustig. Gell? Erklär ganz kurz, wie das abläuft, also euer Athletenhandling in einem ganzen Satz bitte.
Das war ein komplizierter Satz. Naja, das waren nur Schlagwörter. Ja, meine Aufgabe ist im Endeffekt alles, was mit den Athleten und deren Startreihenfolge und deren Ergebnisse zu tun hat, ja, unter einen Hut zu bringen und den Schiedsrichtern alles so vorzubereiten, dass sie nur mehr noch deren Wertung eintragen müssen. Beim Top auch. Und dann klicken wir auf Confirm und dann kann man den, wenn ich auf Confirm klicke, kann ich den nächsten Athleten anklicken. Und ist das ein Zufall, dass das die jüngste Person war, die Schiedsrichter die Technik? Ja, eventuell. Nein, ich habe mich schon relativ früh für das interessiert und natürlich bin ich mehr mit Tablets aufgewachsen als jetzt unsere älteren Schiedsrichter, aber die kennen das schon auch, theoretisch. Wir sind jetzt recht eine alte Truppe, dafür bringen wir, wie überall, dafür bringen wir Erfahrung mit. Mit der Technik, ich denke, wir kommen im Großen und Ganzen schon ganz gut rein. Kannst du die Schrift so machen? Nein, man kann es einzoomen. Man kann einzoomen und das bleibt dran. So bleibt es auch, ja. Das kriegen wir schon hin, ja. Ja, sie genießt hohes Ansehen überall von der Auswertung, weil wenn du zu ihr kommst und was brauchst als Schiedsrichter, es liegt alles fertig, schon parat. Sie hat sich so integriert in das Team, dass sie richtig ein Bindeglied geworden ist, wo man zusammenhaltet, um einen Bewerb erfolgreich abzuschließen. Also für uns Steirer, wir sind also eigentlich ein zusammengewachsenes Team, bald über ein Jahrzehnt. Also wenn Wettkämpfe sind und jemand ausfällt oder wenn es keine zusammenkriegen, die Steirer sind eigentlich immer da. Auch die Schiedsrichter sind eine Community und wollen sich wieder treffen. Und so ein Bewerb ist ganz einfach schön, wenn man dann die Kollegen wieder einmal trifft. Mir persönlich ist das sehr wichtig, weil daherkommen, dann den ganzen Tag alleinig zu sein, irgendwo abzuhängen, also das muss ich nicht machen, würde ich nicht wollen. So macht es mehr Spaß, wenn man sich gut versteht und sich gegenseitig unterstützt. Jeder hilft an jeden, das ist eigentlich, es wird es viel öfter geben, nicht nur bei uns als Schiedsrichter. Und eigentlich interessiert dich Fußball mehr? Ja, nein, nicht mehr. Sagen wir, es ist gleichgestellt. Du hast da wen gefunden zum Quatsch? Ja, und sind im Arzt. Weil sonst findet man in der Kletterszene eher schwer Leute, die Fußball begeistert sind. Was hat er denn Rechtszahl? Es gibt immer wieder schwierige Entscheidungen zu treffen. Als Schiedsrichter bist du natürlich der als erstes entscheidet. Gehst du mit dieser oder die? Der Schiedsrichter hat einen Top gegeben, das war aber kein Top. There was a technical incident on boulder number 2. You will not get the top, so you get the minimum of 2 minutes and you start again. Es ist schwer. Wenn man es lang macht, kriegt man so ein gewisses Gefühl dafür, ist der Kletterer wirklich in einer stabilen Position. Es bleibt ein Bruchteil von Sekundenentscheidung, ob es jetzt so ist. Im Notfall gibt es eben das Regelwerk dahinter, dass er es beeinspruchen kann und dass er es vielleicht noch einmal macht. Okay, you know where it is. Am Anfang nimmt man es halt persönlich. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du lernst, dass das normal ist, dass das einfach nicht geht, 4-5 Stunden dauerhaft alles richtig zu machen. Also sicher mit eines der schwierigsten Aufgaben bei Boulderbewerben ist das lange Halten der Konzentrationsfähigkeit. Teilweise ist es ja abhängig, welchen Boulder du hast. Wenn du einen Boulder hast, wo viele Tops geschafft werden, dann entstehen automatisch Pausen. Wenn du einen Boulder hast, wo du kaum Luft holen kannst, weil sie nicht geschafft werden oder mit 5 Versuchen, dann ist es so nach 5 Stunden ziemlich mühsam. Also man merkt das, dass man unkonzentriert wird und das tut dann eine Pause eigentlich schon gut. Natürlich trage ich am liebsten ein Top ein, das ist klar, aber es gibt Boulder, da hat man jetzt sehr, sehr wenige Tops. Da ist dann der Bewerb für einen Schiedsrichter noch intensiver, weil so viele Versuche sind. Deswegen sind die Sessel so bequem, oder? Es ist nicht immer ein Vorteil, weil da ist man noch müder. Also ich bin am nächsten Tag auch immer noch recht müde, muss ich sagen. Also wir haben gerade wieder geredet, also in der Steiermark kann man wirklich Schiedsrichter treffen. Gell? Also wenn es geht, schauen wir, dass wir einmal im Jahr privat irgendwas machen miteinander oder zweimal. Das ist voll nett. Aber ich glaube, das sind wir einzigartig in Österreich. Aber ich finde halt schon auch eben, wenn ja, dass wir etwas überaltert sind. Aber ja, wenn schon Junge nachkommen, hoffen. Danke dir.
Stunde gespielt? 4 ans gewonnen. Alles was zählt. Nein, wichtig ist, dass da alles rumgelaufen ist. Das ist das, was zählt.